Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Let's Play The Technomancer. Ich bin das Fix. Wir speichern erstmal nach all den schlimmen Sachen, die beim letzten Mal geschehen sind. Wir waren in Noxis, haben zumindest im Part da begonnen. Sie wollten dann nach Aurora reisen, doch das nicht allzu schöne Klima hat dafür gesorgt, dass es ja schon wieder zu blutigen Konflikten gekommen ist mit ISC und Aurora. Und deswegen sind wir auch nun da nicht bekommen. Unsere einzige Lösung nun ist das Mutantental, doch dort müssen wir erst zuerst die Zugeneigung von Scum, einem der großen Redner hier, im Mutanten-Valley hier verdienen. Und deswegen versuchen wir gerade eine Horde von Mutanten zu retten, die gerade von irgendwelchen ekligen Büffelkröten angegriffen worden sind. Und wir sind vergiftet. Aber erstmal klauen wir euch ein bisschen Serum hier. So. Mein Serum. Und dann schauen wir, was die Mutanten sozusagen haben. Nicht viel, oder? Okay. Warst du schon wieder von der Mission, oder warst du es noch nicht, oder? Machen wir erstmal die Drecksdinger kaputt machen, weil die mich langweilen. Und das ist eine schöne Kiste und die will ich eigentlich auch haben. Und meine Waffe muss ich erstmal wieder abkommen. Ja, genau, dieses eklige Drum haben wir beim letzten Mal besiegt. Ich weiß jetzt nicht genau, was wir machen müssen, aber wir werden schon herausfinden. So. In die Höhle sollten wir übrigens nicht reingehen, das haben die Mutanten auch gemerkt. So, obwohl, gehen wir einfach mal rein. Hallo, Büffelkröte? Keine Büffelkröte. Das ist natürlich spitze. Ja gut, ich denke, wir müssen jetzt zum Rover einfach wieder. Oder hat jemand noch von euch was anderes vor? Also ich bin ja für alles offen. Naja, der Ort ist nicht der Rover, wo wir lang müssen. Aber vielleicht kann ich ja auch einfach nur auf dem Weg nicht zurück. Das ist natürlich auch möglich. Boah, das sind so unnötige Gegner einfach. Die sind nur dafür gemacht, dass ich ewig lang warten muss. So, weg und weg. So, und ich laufe jetzt durch das Gift. Denkst du, das interessiert mich? Ja, alles gut, meine Mutanten-Buddies, Mann. Schaffen wir schon. So, was gibt's hier? Oh, die aus dem Boden kommen. Was sage ich? Leute, die äußeren Regionen, die nicht in der Stadt sind, das sind immer dieselben. Fällt euch das mal auf? Die erste Region, die wir am Anfang des Spiels haben, die Region, wo wir das letzte Mal gegen diese Kröte gekämpft haben und wo wir Scott geholfen haben. Und jetzt die. Da liegen sogar die letzten, die wir letztens getötet haben, oder? Bilde ich mir das ein. Ja, weil da hinten nochmal Scott getroffen. Also das ist echt immer aus dem... Ja, genau. Und dann dieses Drum da, was da rumliegt. Identisch wirklich wie beim letzten Mal. Aber hey, mir ist das ja wurscht. Ich befinde mich eh lieber... Ich bin eh lieber in den Städten als in so blöden äußeren Regionen. We're almost in Mutant Valley. You have our thanks, man. Call me Zachariah. Then you have our thanks, Zachariah. We will not forget what you have done for us. We must hurry now, though. The day is coming. So, die Mutanten haben wir geholfen und ich hoffe, damit verdienen wir uns hier nur den Respekt hier vom guten Scum. Auch ein schöner Name. Abschaum. Hört sich cool an. So würde ich auch gerne heißen. Nun gut. Reisen. Oder nicht. Warte mal. Und jetzt Rage. Triple Kill. So. Gut. Haben wir das auch schon wieder gemanagt. Und dann los wieder zum Rover. Die Amalia hat gut eingepackt. Das kann man ja, muss man ja schon sagen, Mann. Kommen wir nimmer an dem vorbei. Und dann wieder auf zurück. Nicht nach O4. Auch nicht nach Vala Marines. Sondern ins Mutantental. In der Hoffnung, dass wir nun diesmal ein wenig freundlicher dort ankommen. Just in time. That toad could have done some serious damage. I think I'm gonna hurl. But this is rather quite fascinating. Did you know that the lichen on its back is not merely a parasite? Well, maybe you... Anyway, they actually have a symbiotic relationship. The lichen cools off the toad's skin, while the toad lets the lichen feed off the ooze. Well, oozing from its pores. Yeah, now I'm definitely gonna hurl. Thank the moons. We were able to save them. I don't know if they could have survived without our help. Scum will be happy to see they made it. The gates of Mutant Valley will open wide for you this day, friend. I'm antsy to get to town. I'm getting tired of spending night after night in this rover. Oh, I'm sorry. Would you like me to bump you up to first class, bitch ass? No. But even you have to admit, it'd be nice to go to the bathroom with a door. I'm anxious to meet Scum. He's quickly becoming a legend around these parts.
Some people in Noctis talk about him like he's some kind of messiah, even though he's only just been freed from Abundance's prisons. Yes, he has lived most of his life at Camp 19, but he has shown great wisdom since his arrival, and he is quite the speaker. I think you two will get along very well. I know not a more devout advocate for peace. Praise to the Shadow. You are here. I was getting worried about you. What's going on, scum? Kain is moving to take power. He came with dozens of followers, killed many who stood in his way, threatened to do the same to countless more. As for you and I, Phobos, I promise that he has already planned our deaths. Zachariah, it is not my life I worry for. He will kill any and all who stand against him. He will wipe out human cities, destroying those with little more than sticks and rocks to defend themselves. Blood will drench this planet. And I'm sure all our names are probably topping the list. And we better make a move before it's too late. Und damit öffnen sich uns die Tore von einer neuen Region. Und zwar die Mutantental. Aber hier sieht es auch schon so aus, als würde hier die nächste Katastrophe seinen Lauf nehmen. Ein kleines nettes Detail, wenn ich mich recht entsinne. Das Lager, in dem hier ganz am Anfang der gute Roy war, aus dem Mars Warlocks, also aus dem Vorgänger, war das Camp 19. Mir sagt zwar jetzt der gute Scum nichts direkt, aber es ist nur ein kleines nettes Detail, was mir so auffällt. So, legen wir gleich wieder los. What's up? Ja, ich brauche keine Begleiter, ich manage das schon. Ich schwinge meinen Stockmann in der Zeit. Da hat Phobos noch nicht mehr hier sein ausgepackt, hier sein riesiges Rohr hier. Gott, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Kann der Bildschirm machen? Ich finde es ja schön, dass das optisch angezeigt wird, wenn man den Berserker-Modus ist, aber wenn dann der Bildschirm so rot ist, dass ich nichts mehr kenne, ist das nicht so schön. Ja gut, sieht schon mal wieder gut aus. Kain, das war doch der Typ, der hier bei der Waffenübergabe hier so eskaliert ist und dann einfach mal den Händler einfach so schoss. Oh, das ist ein großer Mutant. So. Oh, der steht einfach da und macht nichts. Das finde ich natürlich sehr gut. Oh oh. Jetzt blockt er. Ich behalte gerade dem im Auge hier. Weil vor dem habe ich eigentlich hier am meisten Angst. What? Alter, jetzt kann hier schon Granaten werfen auf seine eigenen Typen. Das finde ich natürlich gut. Okay, er hat auf die Nisha, während sie am Boden liegt. Das ist natürlich nett. Keiner haut Nisha, solange ich da bin, mein Klopskerl hier. So, okay, halte Kain auf. Nicht, dass das so. What? Level 28. Ja, stimmt, wir haben so viele Punkte bekommen, da wir jetzt hier endlich mal wieder eine Story-Mission abgeschlossen haben. So, speichern wir kurz, weil, ihr kennt ja das alte Mars Warlocks-Ding. Entweder speichern geht mal wieder nicht. Nee, es war letztes Mal ein Patch und seitdem hatte ich das Problem immer. Vielen Dank für diesen Patch, Mann. Das ist auch irgendwie schlimm. Gut. Und dann schauen wir mal, was haben wir denn? Jetzt haben wir den Skillbaum echt komplett upgraded. Ich will ihn gauen, ne? Ja, ich würde fast sagen, wir upgraden mal den Technomancer-Baum hier. Upgrade von Lichtbögen. Erhöht die Chance gegen Gegner mit Lichtbögen. Ja, Mama. Wir benutzen den Lichtbogen zwar nicht häufig, aber immer noch besser als hier irgendwie Müll. So, Talente haben wir nix. Oh, Fallenschlösser brauchen wir doch noch Level 3, okay. Und hier haben wir wieder einen Skillpunkt. Ja, dann tun wir den Stärkenbaum endlich aufs Maximum hinbringen. Juhu! Haben wir das auch geschafft? Und wo ist denn der gute Kain? Disruptions to the bloodbath they have prepared. I know of another way in, though. Follow me. Okay. Immer wieder gerne doch, mein Freund. Mein kleiner mutantenmäßiger Freund. Oh, habe ich da was... Hey, die hatten doch gerade alle keine Items, oder bilde ich mir das ein? Irgendwie ist Mutanten Valley im Endeffekt doch... Also daran sieht man immer, egal ob Mutant, Mensch, was gibt's noch? Maulwurf. Im Endeffekt sind alle doch dieselben. Jeder am Ende schlachtet sich gegenseitig ab und überall gibt es Korruption, schlimme Menschen, beziehungsweise Mutanten-Monster, was auch immer. Und überall ist alles schlimm. So, oh Leute, Mann. Da kommen wir nicht mal so leicht raus. Oh Leute, Mann, das ist ja eine echte Kampfarena, Mann. Aber es sieht hier wieder sehr eindrucksvoll aus, mal wieder. Großen Respekt dafür.
So. Wo müssen wir denn hin? Ach, da runter. Also sieht hier echt eindrucksvoll aus. Okay, Leute, aber keine Zeit, um hier das schöne Mutanten-Valley zu genießen, denn wir müssen Kain stoppen. Look who we have here. The fool who believed he was a more worthy chief than me. It is now my way or no way. Follow me, or follow death. Will you never change, Kain? Is your only path the one stained with blood, paved with hate? The same hate destroying your own people. Look around. This valley was once filled with peace, but is now filled with gravestones. You cannot continue to lead our people down this road. You have gone too far, Kain. Fight someone your own size. Wieso hätte man das nicht schön friedvoll lösen können? Ach sehr, stimmt, weil wir Zachariah fucking Mentor sind! Kain! Zack, wir sehen Amy Merlin, Kain Boy. Ich zeig dir mal, was ein Technomancer so drauf hat, Mann. Beim letzten Mal hast du uns hier Phobos Sympathie gekostet und das ist mich hier noch richtig übel, Mann. Und jetzt werd ich dich... Aua. So hart fertig, Mann. Alter, er hat mich mit einem Tritt weggedreht. Das will ich ja gar nicht. So, aber das war's schon von Kain. Süß. War echt nicht so schlimm. Do not kill him. Even if his heart pumps with pure hatred, spilling it makes us no better than he. It ensures more blood will follow. Please, be better than he is. Scum. If I were as good as you, I would not be me. And that is all I can be. One cannot continue to trim a weed that will not stop growing and spreading its seeds. One must rip it out by the roots. He will start wars among us or between us. He cannot live another breath. Puh, das ist eine schwere Entscheidung. Kain verhaften, ausbluten für Serum. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen... Was hast denn du dazu zu sagen? Sag mal an hier, Phobos. Hello, Phobos. Hello, Zachariah. Kannst du mir bitte sagen, was ich tun soll? Nein, ich will wissen, was ich jetzt mit Kain machen soll, Mann. Ich bin mir nämlich ziemlich unsicher. Weil Phobos hat sehr recht mit seiner Aussage, Mann. Er hat wirklich sehr recht mit seiner Aussage, Mann. Das, was wir von Kain gesehen haben, war bis jetzt, dass er ein reines Monster war. Und ich habe das Gefühl, wirklich, selbst wenn wir ihn jetzt hier am Leben lassen, dass ihm das wurscht ist, dass er verhaften, ich meine, ja. Ich habe so das ungute Gefühl, dass er trotzdem dann einfach mit allem kämpft, was er hat. Und Leute, ich denke, das Einzige, was wir wirklich mal tun sollen, wir müssen jetzt mal hart durchgreifen. Phobos, ich vertraue dir. Wenn du mir das sagst, dann traue ich dir. Ich muss nur eine kurze Sache schauen. Sympathie interessiert mich nur mal kurz. So. Karma ist immer gut. Beziehungsweise Phobos ist verdächtig. Ja gut, Phobos, wenn du sagst, wir sollen ihn töten, dann traue ich dir. Wir müssen uns ja bei dir einschleimen. Scum's a good guy. All he wants is peace. The valley needs someone like him to lead them. Even if I think Phobos would be a better choice in other ways. Very kind of you to say, Nisha. Not being kind, I'm being honest. Your people will have to fight to free your brothers and win the right to live free among the corporations. I don't think he's got it in him to lead your people into battle. That's all. Zachariah, you are living proof that our people can live in harmony. You have helped us enormously, but now I believe it is time to make a decision. We must present a chief to the assembly. The time for speaking, I am afraid, is dwindling. If our internal quarrels give rise to conflict within our own, we need someone to unite us. We must walk as one race, place differences aside. Then it should be you. There is no mutant who lacks respect for you. And unlike Kain, your leadership will not spill blood. As a strategist, though, you are greatly respected as well. Perhaps it is you who should run. I know it may not be my place to give an opinion, but I think that it makes sense for you to be chief, Scum. You inspire them, and that's what they need. Perhaps you are correct, Zachariah.
though the fear of needing to be not just a chief but a strategist that must lead a charge to free our brothers, I do not know. But we shall see what my people have to say. My love and support are yours, scum. I will continue on with Zachariah until he finds peace, but I will come back to help you once it is done. Humbly he stands before you. Once we spoke like this, remember? When we were bound in our chains. But that's behind us. And today, myself, scum, in this valley that is ours, can finally say, I! And such freedom was bought with blood of our fallen brothers. Hear me when I speak these words. I also have the belief that our found freedom must be shared. And for that reason, let us rise, but with no violence, without freedom taken by crushing down those who, too, were once our brothers. So might we all be brothers someday, even those who once bathed in our humiliation. In my dreams, I see a planet where mutants and men live together, break bread together, bear witness as their kin play together. Let us not create adversaries with wrath, or become the cruelty once shown to us. Instead, let us show mercy, and in that mercy, let there lie our road to peace. And with the Shadow's mercy, may this dream of freedom and equality spread across the surface of our planet. Zachariah, we must talk. About what? This is your safe house. The ASC could not reach you here, correct? That's the hope. But consider this. Even if Victor cannot reach you here, how many times has he tried to impede you, to track you? You've already had to escape from his grasp twice. Perhaps the time has come to be less passive, to gather your allies and take the offensive for once. Word of the power he accumulates in the People's Assembly of Abundance is terrifying. I speak not of violence, but perhaps of some other way to bring him down. With all that you have done for so many, I am certain many would be more than willing to come to your aid, and even more invigorated when that aid will bring such a tyrant to his knees. You have our support, the Technomancers, and any others you can gather. And from the great heights to which he has climbed, the fall will be tremendous. He will not recover. Maybe you're right. Maybe it is time to take the offensive. I know you were looking forward to a break, but he's got a point. Consider what you're after. Talk to Dandolo. Pick his brain. Even though he isn't an Ophir, he has a lot of resources, and most importantly, politics is his element. At the same time, you need to tread carefully. He hates crooks so much that if you suddenly decide to ask Anton Rogue for help, Dandolo surely won't want to give you the time of day. Have to admit, I'm not even sure if I can stand the idea of an alliance with the Vori. Dem Vori, was will ich bitte mit dem Vori? Da entschließe ich mich doch lieber für den Daulo. Oh Leute, Mann, das hört sich doch mal sehr spannend an. Der Gegenangriff startet, die Mutanten sind geeint. Damit haben wir eine weitere schlagkräftige Armee, was wir nicht vergessen dürfen. Und wir schauen jetzt mal ganz kurz ins Journal rein. Und ich bin jetzt hier richtig heiß drauf. So, okay, Geständnis. Ja, komm, wir müssen eine Hauptmission uns anschauen. Suche nach Verbündeten, mindestens 3. So, wen haben wir denn? Bitte Melvin Mentor um die Hilfe der Technomancer. Die bekommen wir sicher. Bitte den Dollar um die Hilfe. Bitte Anton Roach um die Hilfe. Bitte Bulgalow um Hilfe von der Opposition. Oh, das wird spannend. Wir haben Bulgalow so gerettet, aber ich denke, die Opposition wird uns nicht so helfen. Aber Elise könnte auch noch eine Unterstützung sein. Oh, Leute, es wird richtig heiß jetzt werden. Und ich hoffe, beim nächsten Mal werden wir dann die Unterstützung von einigen hier bekommen. Wir machen aber jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal erfahren wir, wie es dann weitergeht. Bis dahin, haut rein, euer Ciao.